Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Diese Aussicht möchte ich euch nicht vorenthalten. Heute haben wir ein tolles Wetter, ist früh am Morgen 9 Uhr. Wir haben auch schon heute einiges geplant, was wir machen wollen, aber zuerst kommt die Arbeit dran. Der eine oder andere, der meine Filme verfolgt, weiß ja, dass ich auf dem Dach eine Kamera hatte, da oben, die ist weg. Da hatte ich so meine Probleme mit. Ich konnte auf meinem Display eine Unschärfe in der Mitte erkennen und da habe ich mir gedacht, also die Kamera ist wahrscheinlich hinüber und habe daraufhin eine neue bestellt und hatte auch so ein paar Probleme damit. Wenn ein bisschen Wind war, dann vibrierte das Ganze. Und ich habe die Kamerahalterung, die komplette Halterung habe ich jetzt runtergeholt. So, und jetzt schauen wir uns das mal an. Ja, in einer meiner Filme habe ich ja gezeigt, wie diese Halterung hier gebaut worden ist. Da hat sich aber herausgestellt, dass die sehr anfällig ist gegen Schwingung, beziehungsweise wenn der Wind hier drunter kam, dann vibrierte die. Und natürlich auch die Kamera, die hing dann hier dran. Wo habe ich sie? Ja. Das ist die Kamera dazu. Die vibrierte dann und da wurde man schwindelig. Das war also keine gute Konstruktion. Und habe mir dann gedacht, jetzt hole ich das ganze Ding runter. So, und das Ganze ist hier aus normalen, den blauen Abwasserrohre, die sind also hier ganz populär. Hier, da kann man verschiedene Stücke von kaufen und zusammenstecken und da wird das Ganze nachher verklebt und ist eine wunderbare Sache, arbeite ich super gerne mit. Der eine oder andere hat mitbekommen, wie ich in dem alten Suzuki auch mit so einem Profilrohr einen Rahmen innen drin gebaut habe. Mal gucken, vielleicht finde ich den Film, dann kann ich den hier oben mal verlinken. So, und so ein Ding baue ich jetzt neu. Übrigens, die Unschärfe der Kamera, die hatte keine Unschärfe. Ich habe dieses Mehrfach-Anzeigegerät da oben drauf gehabt und dann war das hier unscharf. Und was war es? Es war Feuchtigkeit reingekommen hier durch die Lüftungsschlitze und dann war Kondensat auf dem Glas drauf und dann sah das so aus, als ob es unscharf wäre. Also ich glaube mittlerweile, die Kamera ist in Ordnung, ich habe sie noch nicht mal kontrolliert. Sie ist in Ordnung im Zentrum, aber das ist ja eine 3-Megapixel-Kamera und ich habe jetzt eine 8-Megapixel-Kamera auch gekauft und die ist gar nicht so viel teurer gewesen. Die hier, die war jetzt um die 20 Euro. Ich glaube, die andere, die kostet ja noch ein bisschen weniger und da warte ich jetzt eigentlich drauf. So, was will ich jetzt machen? So, dieses Vielfach-Messgerät muss ja erstens im Schatten. Das war auch ein Fehler von mir. Ich hatte das also hier an der Seite positioniert und da konnte man drauf gucken. Natürlich scheint da auch die Sonne drauf und dann ist da ja nicht mehr im Schatten, sondern im Sonnen die Temperatur. Und wer will die wissen? Keiner. Wir wollen die Temperatur im Schatten haben. So, jetzt muss ich mir einen schattigen Platz dafür ausdenken. Da wäre zum Beispiel hier in der Position nach unten hin, weil diese Abdeckung, die hier ist, die will ich weiterhin beibehalten. Und die neue Kamera, die soll also hier festgemacht werden. Und wie ich schon sagte, in den anderen Filmen muss die so um ein paar Grad nach oben gestellt werden, weil diese Kameras, die hier an der Wand befestigt werden, haben nur einen Blickwinkel von 90 Grad, also horizontal und runter. So, horizontal ist zu wenig, weil man will ja auch hier, wenn da hinten die Sonne untergeht, den schönen Himmel sehen, der fantastisch teilweise aussieht. Ein Farbenspiel ist da, also muss ich die ganze Kamera ein bisschen kippen, also nach oben hin. So, was passiert denn? Wenn die jetzt zurückfährt, dann fährt die praktisch den Berg runter
und nach hier hinten, und da ist eigentlich nur grün, Dschungel ist da noch, Natur, ja, Bewuchs ist da und ist also nichts so Interessantes. Und da hatte ich mir vorgestellt, so, dass also die Kamera hier befestigt wird, hier ein neuer Rahmen kommt dann praktisch dran. Das ist auch viel stabiler und schwingt dann auch gar nicht. Und dann, wenn die Kamera nach hinten schwenkt, dann wollte ich denn hier ein Plateau machen, sieht man das? Hier kommt ein Plateau und mein Freund Michael aus Rayong, mit dem habe ich gesprochen, der macht dann für mich, für euch so eine kleine Häuserlandschaft hier von Thailand, und dann können die Mitglieder, die können dann, wie ich schon mehrfach gesagt habe, auf die Kamera zugreifen und können auch den hinteren Bereich sehen. Die können dann auch nach unten schwenken und unten können sie dann die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur können sie sehen und auch selber rumschwenken, wenn kein Livestream ist. Das war ja die Bedingung, dass da also eine Disziplin herrscht, dass wenn ich da einen Livestream mache, dass da nicht die Leute hin und her schwenken und die ganze schöne Situation zerstören dadurch. So, jetzt muss ich mir ein paar Gedanken machen hierzu. Also, was ich jetzt machen muss, diese Befestigungspunkte, ich habe die einfach abgeschnitten hier oben, der Rest ist noch oben drauf, will ich also so haben, dass ich das einfach so drauf stecke und verklebe, weil ich habe Stahlseile nach oben hin, um das Ganze da oben auf dem Dach festzuhalten. Ich wollte mich nicht an die Dachkonstruktion festhalten damals. Ich dachte, der Vermieter möchte das nicht haben. Und daher ist diese Konstruktion entstanden. So, das ist ein ganz wichtiges Teil hier, nämlich dieses PVC-Rohr, was ich hier verwende, kann man hier einfach mit super einfach einkürzen. So, von dem Material, was ich jetzt besorgt habe, da die ganzen Sachen ja relativ günstig sind, guck mal, ich zeige euch mal, ich habe 12 Euro ausgegeben. Das hier sind also jetzt die verschiedensten Stücke, hier 10 Stück, Winkelstücke, da gibt es also sehr, sehr viele. Das Ganze hat, glaube ich, 12 Euro gekostet. An jeder Ecke kann man das hier in Thailand kaufen, kein Problem. Und da bastle ich jetzt was Neues raus. Hallo liebe Zuschauer, das ist keine fliegende Untertasse, sondern das ist die Abdeckung von meiner neuen Kamerahalterung. Ja, sieht ein bisschen kompliziert aus, viele Krümmungen und Winkel und was alles, aber das hat sich eben halt ergeben. Ich werde euch auch mal erzählen, was da dran kommt. Das kommt hier oben drauf und hat eine ganz wichtige Funktion, nämlich das Ganze vor der enormen Sonneneinstrahlung hier zu schützen. Könnt ihr das hier sehen? Hier im hinteren Bereich wird dann später mal so eine Häuserseite kommen von Michael. Der hatte mir versprochen, dass er da was machen wollte, weil vielleicht wissen die einen oder anderen das noch, nach vorne hin in dem Bereich hier, da ist ja der Sonnenuntergang und das ist ja das Wichtige, was ich filmen möchte. Da die Kamera jetzt nach oben gerichtet ist und dann nach hinten geschwenkt wird, dann geht die natürlich runter und hinter mir, da
ist nur Dschungelgrün, grüne Bäume, Palmen und so, ist also nichts Besonderes zu sehen. Und da habe ich mir dann so ein paar Feature ausgedacht. Und jetzt bringe ich mal die Kamera, das ist aber noch die alte Kamera, ich warte noch auf die neue, aber damit ihr mal so ein bisschen seht, was ich mir da vorgestellt habe. So, ich habe jetzt mal die Kamera angebracht, ich kann sie leider nicht ansteuern, weil kein Internetzugang ist, aber so ist das im Prinzip aufgebaut, dass die Kamera, weil sie ja nur 90 Grad sich drehen, alle. Es gibt keine, die mehr als 90 Grad hat. Ich will ja auch nach oben den Himmel dann filmen. Die ist also hier, dann kann man also hier runterschwenken. Da habe ich dann hier die thailändische Flagge angebracht, damit man weiß, wo man ist. Und wenn man weiter rumschwenkt, dann sieht man, man ist in Koh Samui. Und dann habe ich da noch ein Töff Töff, habe ich auch noch angebracht. Da ist noch ein Töff Töff. Hier auf der anderen Seite, da habe ich den Snoopy. Das war mal ein Geschenk von meiner Tochter vor vielen Jahren. Den habe ich wieder rausgekramt. Den kann sie sich dann ansehen. Und für den einen oder anderen ist es interessant, wie die Temperatur ist und die Luftfeuchtigkeit. Und dann würde dann nach hinten geschwenkt werden. Nach hinten. Da haben wir jetzt nur Thailand stehen, aber dann kommt hier irgendetwas von Michael, eine Häuserfront kommt hier oben drauf. Das habe ich dann nach unten auch abgestützt. Das darf ja nicht vibrieren. Das war ja mit dem anderen, den ich hatte, diese Halterung, die vibrierte. Die ist aber so stabil ist die, da kann nichts schwingen. Und ich habe auch versucht, alles so weit offen zu halten, damit der Wind auch durchkommt und keine Angriffsfläche hat. Ja, und hier oben, das muss ich jetzt noch festmachen, das ist auch noch mehrfach festgeschraubt, weil das wird bestimmt beansprucht, wenn wir hier mal so einen Sturm haben. Aber wenn, dann kann das da oben rausreißen, nicht, dass das Ganze wegfliegt, quasi als Sollbruchstelle. So, die Vorrichtung ist fertig. Ich warte jetzt nur noch auf die Kamera. Das ist ja noch die 3-Megapixel-Kamera und ich bekomme eine 8-Megapixel-Kamera. Dann können wir voll in 4K das Ganze filmen. Ja, hier ist die Stromversorgung drin, Internetversorgung kommt hier rein. Das war's. Jetzt muss ich nur noch warten, bis die neue Kamera kommt und dann kann ich das Ganze nach oben bringen. Und da werdet ihr auch dabei sein. Hallo liebe Zuschauer, wir haben noch früh am Morgen. Die Sonne geht jetzt gerade auf und das Dach ist noch kalt. Ich habe gestern die Kamera bekommen, habe einige Probleme damit gehabt, muss ich sagen, weil die Kamera von einer anderen Firma ist und die Software, die ich bisher immer verwendet habe, die war nicht kompatibel. Die hat einfach die Kamera nicht gesehen. Und da kann ich gleich noch ein paar Worte dazu sagen. Also wenn ihr auch sowas machen wollt, ein Sicherheitssystem euch aufstellen möchtet zu Hause, dann müsst ihr immer darauf achten, dass alle Kameras von der gleichen Firma sind. Dann habt ihr nicht so ein Trouble. Ich habe aber diese Kamera ausgesucht extra, weil das eine 8-Megapixel-Kamera ist. Und die war von den Anbietern, von den anderen, der Starcam, gucken wir gleich nochmal, die haben keine 8-Megapixel-Kamera. Aber ich habe dann im Nachhinein eine Software gefunden, eine andere, und da musste ich mich erstmal einarbeiten, wie das funktioniert und auch mit der Übertragung für meine Mitglieder, dass die darauf zugreifen können. So, dieses Gestell musste ich auch umbauen. Das mit meinem Freund Michael, das hat also aus zeitlichen Gründen nicht geklappt, dass da hinten ein Häuschen hinkommt. Jetzt habe ich hier ein Sieb drin, das werdet ihr nachher oben sehen. Da kommt Futter rein. Ich habe, wie ich die damals oben aufgestellt habe, hatte ich das auch schon mal gehabt. Und dann kommen die Vögel, die werden dann praktisch angelockt. Und auch wenn kein Futter mehr da ist, dann kommen die dahin und man kann die dann mit der Kamera beobachten. Ist immer lustig, sich das anzusehen. Ich hätte nie gedacht, dass das so ein Aufwand wird. Aber naja, ich habe ja die Zeiten, mir macht es Spaß. Ich wurde schon angesprochen,
Ja, wieso ich das denn alles mache? Ja, mir macht es Spaß. Ich habe keinen Bock, nichts zu tun. Früh morgens schon ein Bier zu trinken. Ich finde das schöner. Ist eben halt ein Hobby. Ein Hobby ist nicht, wie soll man sagen, da guckt man nicht mehr nach dem Geld, sondern es macht einfach einen Spaß. Da geht es jetzt hoch. So, jetzt ist es schon nicht mehr so leicht. Da muss ich jetzt in einer Hand den hochtragen. Gott sei Dank ist auch kein Wind, also kein Risiko eingehen. Gott sei Dank kann man das Dach so besteigen, eigentlich ohne Sicherheit, wenn man die richtigen Schuhe anhat. So, da sind wir schon. Und jetzt haben wir ein sicheres Plättchen. So. Als Ausgleich bekommt eine wunderbare Aussicht hier. Da hinten ist jetzt die Sonne gerade aufgegangen. Das Dach ist noch kühl. Und dann fangen wir mal an. Hier unten ist die alte Halterung. Da muss ich das jetzt draufstecken und verkleben. Oh, das passt ja schon mal. Das sieht ja gut aus. Also die Höhe macht mir nichts aus. Ich habe hier auch mal in der Vergangenheit Fallschirmspringen gemacht. Das gehörte auch mal zu meiner Sportart. Und da ging es dann von 4.500 Meter runter. Das passt. Super. Das war Nummer 1. Wenn jetzt Nummer 2 genauso einfach ist, ist es nicht. Das will nicht. Wäre auch zu schön. So. Dann haben wir jetzt hier einmal die Stromversorgung und Netzkabel, dass da keine Insekten reinkommen, die da was bauen, und auch kein Wasser. So, jetzt müssen wir noch mal nach unten. Dann müssen wir das Stahlseil, was hier runter geht, das müssen wir unten etwas lockern, damit ich hier oben den Ansatz bekomme für die Verklebung. Also da hinten in der Ferne, da sieht man Koh Tao. Zum Marine Park, da hinten ist eine schöne Sicht heute Morgen. Da fährt auch die Fähre. Ja, so sieht das Ungetüm jetzt aus. Viel, viel größer geworden, als ich dachte. Hier sind die Spannschlösser für nach oben hin, da ist das Stahlseil. Okay. Nochmal den Superkleber raus. Drin. Fest. So. Ist jetzt stabil drin. Ist alles in Position. Hier würde ich jetzt nochmal festmachen. So, ist stabil hier oben. Ja, und jetzt kommt das Vogelfutter rein. Und wie aus meiner Erfahrung in den ersten Jahren, da sind die Vögel immer wieder zurückgekommen und haben hier ihr Futter geholt. Und dann war das bei denen drin, dass sie dann immer hier vorbeigekommen sind und haben mal nachgeguckt. Wenn ihr das sehen könnt, ich habe hier ein Sieb genommen, wenn es regnen sollte, dass das Wasser da durchtropft. Ich habe da hier auch was hier oben drüber. Ich hoffe, dass es nicht aufquillt. So, das sollte aber für die nächsten Wochen reichen. Hier, liebe Zuschauer, wir sehen jetzt hier das erste Live-Video. Jetzt gucken wir mal mit der Höheneinstellung, ob wir das so lassen können.
Ja, dann sieht man wunderbar den Himmel. Da können wir also die Futterkrippe gut sehen. Ja, alles wunderbar im grünen Bereich. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt vorerst nicht mehr hier hochkommen muss. Ist jetzt sehr oft auch alles ausprobiert worden, auch gegen Wind, dass es nicht so sehr vibriert. Das war ja das große Problem mit der anderen Halterung. Daher habe ich also hier noch eine Hinterstrebe gemacht. Es ist einiges zu sehen, damit es nicht so langweilig ist. Die Kamera ist jetzt nach hinten. Wir haben da hinten jetzt den Sonnenaufgang. Den kann ich aber weniger sehen. Was wichtiger ist, ist da hinten der Sonnenuntergang. Wir haben ja heute den 23., haben also schon die Sonnenwende am 21. gehabt. An der letzten Insel, da ist die Sonne runtergegangen. Wir haben also die nächsten 3 Monate ganz gut noch Sonnenuntergang, was wir sehen können. Und dann verschwindet die Sonne hinter dem Berg, wo sie denn dort untergeht. Ja, ich werde das dann veröffentlichen und dann könnt ihr Kanalmitglieder darauf zugreifen. Unten ist ja auch noch eine Kamera. Das sind aber 2 verschiedene Softwaren. Ist also ein bisschen tricky. Aber wenn ihr Fragen habt, da werde ich euch da helfen. Ja, hier soll es zu Ende sein mit diesem Film. Bin jetzt hier oft genug hochgeklettert. Das war es jetzt erstmal. Und dann schauen wir uns oder hoffen wir, dass wir schöne Sonnenuntergänge sehen da hinten. Gestern war es fantastisch, wolkenlos. Man sah wunderbar, wie die Sonne, der glühende Ball da zwischen den Inseln unterging. Es war fantastisch. So, ich verabschiede mich hier oben vom Dach der Welt, von Koh Samui. Und der ganze Aufwand ist für da hinten, für den Sonnenuntergang. Und ich würde mich freuen, wenn sich hier ein paar Vögelchen melden würden, die jetzt hier oben ihr Futter holen für die nächsten Wochen. Und dann hat man da auch noch ein bisschen Spaß, die zu beobachten. Schauen wir mal. Tschüss. Ich möchte mich auch noch von hier unten verabschieden, damit keine Gerüchte aufkommen, dass irgendetwas passiert ist. Ich bin also sicher hier unten angekommen und danke schön, dass ihr zugeschaut habt. Tschüss.